Amadeus Bohne ist einer dieser Menschen, die alles in die Wiege gelegt bekommen. Schnell wie Haaland, dribbelstark wie Yamal und eine Technik wie der junge Van der Vaart. Ein echtes Wunderkind also. Aber Amadeus hat ein Problem. Er ist arrogant, besitzt nicht einen Funken Professionalität und wenn es Streit in der Kabine gibt, ist er immer mittendrin. Im Football Manager hat er daher die Persönlichkeit rückgratlos. Dass er das Potenzial für die Weltspitze hat, das sieht jeder, aber die Persönlichkeit ist absolute Kreisklasse. Ganz anders ist sein Zwillingsbruder Ernst Bohne. Auch er hat den Traum, einmal in den größten Stadien der Welt um die größten Titel der Welt zu spielen. Und anders als sein Bruder ist Ernst bereit, alles dafür zu tun. Er ist ein absoluter Teamplayer, ein Fighter, ein Musterprofi, wie er im Buche steht. Auch nach den Teamtrainings arbeitet er bis spät in die Nacht auf dem Platz. Und das muss er auch, denn technisch ist er seinem Bruder meilenweit unterlegen. Der Ball ist nicht unbedingt sein bester Freund. In diesem Football-Manager-Experiment starten die beiden Brüder mit dem gleichen Riesenpotenzial. 200 von 200, besser geht nicht, aber sie haben deutlich unterschiedliche Voraussetzungen. Und wir simulieren heute gemeinsam vom Start ihrer Karrieren beim SV Rödinghausen bis zum Karriereende. Let's go! Nach nur einem Jahr in der Jugend seines Heimatvereins SV Rödinghausen reißen sich die Top-Clubs Deutschlands um das größte Wunderkind des Landes, Amadeus Bohne. Bayern, Dortmund, Leverkusen, er und sein Berater haben quasi die freie Wahl. Nach ein paar Gesprächen unterschreibt Amadeus bei Bayer Leverkusen. Gemeinsam mit Florian Wirtz unter dem neuen Trainer Conceição zu spielen, besser geht's ja wohl nicht. Zusätzlich gibt's noch ein saftiges Gehalt, was in Amadeus' Entscheidung sicherlich nicht die kleinste Rolle gespielt hat. Und Ernst? Tja, für ihn stehen jetzt erstmal nicht die absoluten Top-Clubs Stange, aber es gibt einen Mann, der genau nach Rödinghausen schaut und das ist Steffen Baumgart bei Union Berlin. Er sieht zwar keinen absoluten Edeltechniker, bei weitem nicht, aber er erkennt den eisernen Willen und den unermüdlichen Einsatz. Als Baumgart dann im Sommer 2024 anruft, überlegt Ernst nicht lange und unterschreibt einen Jugendvertrag an der Alten Försterei. Dabei verdient er nicht wirklich viel Geld, aber Ernst tut das Ganze nicht für sein Konto, sondern für seinen großen Traum. Damit beginnt im Jahr 2024 schon das Abenteuer Profifußball für die Bohnes und vor allem Amadeus fackelt bei Leverkusen nicht wirklich lange. Er gibt sein Profidebüt direkt in der ersten Runde des DFB-Pokal im Sturm neben Patrick Schick und schießt nicht nur ein Tor, nicht 2 Tore, nee, er schnürt direkt einen Hattrick. Schon nach diesem ersten Spiel steigt der Hype um Amadeus Bohne im Fußball-Deutschland ins Unermessliche. Die Medien nennen ihn jetzt schon den neuen Jürgen Klinsmann. Aber wie es so häufig mit Hypes ist, so schnell sie kommen, so schnell verpuffen sie auch wieder. Amadeus bekommt einige weitere Kurzeinsätze in der Bundesliga, trifft nochmal im Pokal gegen Paderborn, aber seine Entwicklung bleibt trotz modernster Trainingsmethoden stehen. Am Saisonende hat er sich zwar einen Namen gemacht, seine Fähigkeit stagniert aber bei 130 von 200. Aber woher soll es auch kommen? Amadeus trainiert maximal mittelmäßig und das ist dann zu wenig für den nächsten Schritt. Aber er hat ja noch Zeit. Auf der anderen Seite des Spektrums haben wir Ernst Bohne bei Union Berlin. Statt Bundesliga-Einsätzen und Pokal-Hattricks kämpft der junge Stürmer verzweifelt um Anerkennung in der U19 von Union. Spielerisch ist eher zäh, würde ich mal sagen. Nur ein Tor springt dabei heraus. Dafür sammelt er fleißig Karten. Das ist nicht überzeugend und viele Karrieren enden genau hier, aber nicht die von Ernst. Denn genau diese Härte und dieser Einsatz fällt auf, und zwar beim Scouting von Borussia Dortmund. In der Winterpause setzt es dann den Paukenschlag. Der BVB blättert saftige 3,4 Millionen für den 16-Jährigen hin, aber gerade beim BVB weiß man, Mentalität schlägt oft die Technik und bei allem, was man über Ernst weiß, trifft genau das zu. Das ist natürlich trotzdem ein riskantes Investment, aber es ist auch eins, das sich vielleicht auszahlen könnte. Beim BVB ist Ernst nur ein kleiner Fisch im großen Teich und spielt kaum für die top besetzte U19, aber er trainiert wie ein Besessener in einem der besten Nachwuchsleistungszentren der Welt. Und das Resultat? Am Ende der Saison hat er seine Fähigkeit fast verdreifacht, von 30 am Anfang der Saison auf 86. Der Abstand zu seinem Bruder Amadeus ist zwar groß, aber er schmilzt. In der Saison 2025/26 werden die beiden jetzt 18 Jahre alt und das ist für junge Spieler eine entscheidende Phase. Hier trennt sich oft die Spreu vom Weizen und die Jungs brauchen jetzt Spielzeit, um den nächsten Schritt zu machen. Und während Amadeus in Leverkusen schon Profiluft geschnuppert hat, hängt Ernst weiter hinterher. Aber nach seiner Eingewöhnung beim BVB im letzten Jahr legt er jetzt richtig los. In der U19 schießt er wettbewerbsübergreifend in der U19-Bundesliga und der Youth League 22 Tore in 34 Spielen und ist damit der beste Torschütze des Dortmunder Nachwuchses. Seine technischen Attribute sind dabei weiterhin eher bescheiden, aber physisch hat er ordentlich zugelegt und genau das macht gegen gleichalte und jüngere Spieler einen riesen Unterschied. Seine Fähigkeit steigt während dieser Saison nochmal deutlich auf 112, was ihn auf das Niveau eines Spielers in der dritten Liga hebt. Die Belohnung dafür sind 2 erste Einsätze in der zweiten Mannschaft des BVB in der dritten Liga und ein neuer Vertrag. Er verdient jetzt 500.000 € im Jahr und zieht finanziell damit jetzt mit seinem Bruder gleich.
Und auch Amadeus macht Schritte nach vorne. Er wird vom U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo für die Jugendnationalmannschaft berufen, steht in der Bundesliga für Leverkusen 23 Mal auf dem Platz und erzielt die ersten Ligatore seiner Karriere. Außerdem trifft er auch das erste Mal in der Champions League, ein richtig großer Moment für den jungen Stürmer. Sein Marktwert liegt mittlerweile bei über 40 Millionen Euro, was ziemlich gut klingt. Aber das Problem ist, nur einen einzigen Fähigkeitspunkt hat er sich in dieser Saison erarbeitet. Ernst ist jetzt wirklich nicht mehr weit weg und wir können uns sicher sein, dass er jetzt nicht locker lassen wird. Für Leverkusen und Dortmund war die Saison übrigens ein kompletter Misserfolg. Beide verpassten die Champions League. Und das bedeutet weniger Geld für Transfers und damit vielleicht die Chance für die Bohne-Brüder, sich den Namen in der ersten Mannschaft zu machen und die Konkurrenzsituation anzunehmen. Die neue Saison beginnt und die erhoffte Chance ist da, aber sie muss sich hart erkämpft werden, denn die Konkurrenzsituation ist für beide brutal. Amadeus kämpft in Leverkusen gegen Boniface und das serbische Talent Lukovic, während Ernst es beim BVB unter Niko Kovac mit Kalibern wie Maxi Bayer, Seru Girassi und Youssoufa Moukoko zu tun bekommt. Und für Amadeus läuft es erstmal durchwachsen. Sein Coach Jens Torup setzt ihn trotz seiner Undiszipliniertheit 14 Mal ein, aber dann schlägt im Winter das Verletzungspech zu. Schmerzen in der Hüfte bedeuten 2 Monate Pause. Am Ende der Saison aber darf er tatsächlich seinen ersten Titel feiern. Leverkusen schlägt den VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale. Der einzige kleine Schönheitsfehler ist, Amadeus spielt im Finale keine einzige Minute. Trotzdem, Titel ist Titel und den wird Amadeus sicherlich angemessen gefeiert haben. Die Theke ist immerhin einer der wenigen Orte, an denen Spieler wie er Ehrgeiz beweisen können. Ja, ob sein Bruder Ernst schon mal eine Kneipe von innen gesehen hat, das ist eher fraglich. Schließlich ist sein Mann Tag und Nacht auf dem Trainingsgelände und das zahlt sich dieses Jahr dann auch so richtig aus. In der Bundesliga wird er zwar nur 9-mal eingewechselt, aber bei einem 5:2 in Hoffenheim platzt endlich der Knoten und er erzielt sein erstes Bundesligator. Und international? Tja, da wird Ernst dieses Jahr zum absoluten Matchwinner. Im Achtelfinale der Conference League gegen Panathinaikos steht's bis in die 116. Minute unentschieden und alles deutet aufs Elfmeterschießen hin, aber dann kommt Ernst und er trifft. Viertelfinale gegen Neapel und Ernst trifft im Hinspiel. Im Rückspiel stand es dann lange 1:0 und der BVB brauchte schon wieder ein Tor, um das Elfmeterschießen noch zu erreichen. Und wieder war Ernst da und traf. Der BVB zog ins Halbfinale ein. Hier trafen sie dann auf Karabakh und auch hier schießt Ernst das entscheidende Tor und rettet tatsächlich das Finale. Und im Finale schlägt Dortmund an Aston Villa, holt sich den ersten internationalen Titel seit dem Champions League-Titel 1997 und Ernst ist mit 19 Jahren Europapokalsieger als absoluter Leistungsträger. Und jetzt schauen wir mal auf die Entwicklung der Fähigkeit. Amadeus macht zwar kleine Fortschritte durch Spielzeit in der Bundesliga, aber Ernst explodiert auf 130 Punkte, trotz weniger Minuten auf dem Platz. Da fehlt jetzt nicht mehr viel. Also, beide holen den ersten Karrieretitel, sind gleich auf, was das Gehalt angeht, qualifizieren sich mit ihren Clubs für die Champions League und auch in der Fähigkeit trennt die Bonus jetzt nicht mehr viel. Im Sommer treffen die beiden bei der U21-EM übrigens auch noch aufeinander und spielen im gleichen Team. Zwar scheidet Deutschland relativ früh aus, doch bezeichnenderweise erhält der kämpferische Ernst von Trainer Di Salvo oft den Vorzug vor seinem talentierteren, aber schwierigen Bruder Amadeus. Nachdem Ernst jetzt ganz dicht an Amadeus dran ist, könnte man meinen, dass er jetzt locker vorbeiziehen würde, aber die Saison 2027/28 wird für beide überraschend schwierig und endet mit einer Riesenüberraschung auf internationaler Bühne. Aber von vorne. Bei Amadeus läuft es in Leverkusen jetzt mittlerweile jedenfalls so gar nicht mehr. Ein richtig schwacher Saisonstart, Kritik in der Presse wegen Torflaute, sein Trainer Torup setzt ihn immer weniger ein. Und Amadeus reagiert, wie Amadeus eben reagiert, er beschwert sich öffentlich über zu wenig Spielzeit und er will weg. Bei all dem Drama ist an Training natürlich nicht zu denken, seine Fähigkeit stagniert weiter bei 137. Und auch bei Ernst läuft's nicht so richtig. Immer wieder plagen ihn kleine Verletzungen, er verpasst Spiele und kommt nie so wirklich in den Rhythmus. Am Ende der Saison stehen nur wenige Einsätze in seinem Profil, eigentlich eine Saison zum Vergessen. Eigentlich. Tja, denn sowohl Ernst als auch Amadeus bekommen im Jahr 2028 einen Anruf von Bundestrainer Marco Rose. Er scheint wohl Gefallen an der Geschichte der beiden Brüder gefunden zu haben, denn viel Spielzeit haben sie ja nicht bekommen. Amadeus wird trotz seiner Formkrise zu einem Länderspiel gegen Neuseeland nominiert und ein Platz für die EM 2028 wird ihm ebenfalls in Aussicht gestellt. Er spielt solide, trifft aber nicht. Dann im Sommer 2028 kommt der Moment der Entscheidung für den EM-Kader und zur allgemeinen Überraschung bekommt trotz der spärlichen Einsatzzeiten Ernst Bohne einen Kaderplatz für die EM 2028. Amadeus geht leer aus. Bei der EM 2028 verkauft sich Deutschland dann ganz okay. Ernst macht beim 5:1 im Gruppenspiel gegen die Ukraine sein erstes Länderspieltor. Im Achtelfinale gegen Frankreich ist dann aber Endstation. Bundestrainer Rose wird entlassen und Thomas Tuchel übernimmt. Für die Bonus werden die Karten also neu gemischt. Auch was die tatsächliche Fähigkeit angeht, werden die Karten diese Saison neu gemischt, denn trotz der geringen Spielzeit sackt Ernst seinen Bruder ein und ist bei über 140 Punkten und hat jetzt damit auch offiziell die Nase vorn. Nach der Erfahrung mit der Nationalmannschaft kehrt Ernst top motiviert nach Dortmund zurück. Er arbeitet wie ein Tier an sich und überwindet die Verletzungsprobleme.
Er nimmt an Muskelmasse zu, wird schneller und auch seine Technik ist jetzt echt solide. Vor allem aber mental ist er zu einem absoluten Monster geworden, ein richtiger Anführer. Niko Kovac macht den jungen Nationalspieler zum Schlüsselspieler, lässt ihn 29 Mal in der Bundesliga ran, in denen er 15 Scorerpunkte sammelt. Der BVB wird Dritter und Ernst unterschreibt einen neuen Vertrag über 3,4 Millionen Euro. Während Ernst so richtig durchstartet, tritt Amadeus in Leverkusen weiter auf der Stelle. Wenig Einsätze, kaum Tore und der gewohnte Mangel an Ehrgeiz. Einen Wechsel gibt's eher nicht. Das Leben in Leverkusen ist ziemlich bequem, das Gehalt stimmt. Tja, da bleibt er lieber. Ja, und ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, dass Amadeus sich nicht weiterentwickelt hat. Er bleibt bei 137, während Amadeus mittlerweile einer der Top 20 Bundesligaspieler ist und bei 159 derzeitiger Fähigkeit ist. Die Saison 2029/30 wird für Amadeus zum neuen Tiefpunkt in seiner Karriere. Kein einziges Tor für ihn und stattdessen gibt's den Eklat, er wird nach einer durchzechten Nacht in einer Bar entdeckt und vom Verein suspendiert. Während Amadeus seine Karriere gefährdet, gibt's für Ernst nur Fußball. Der neue BVB-Trainer Thomas Frank erkennt das und macht ihn direkt zum Kapitän. Zwar spielt der BVB trotz teurer Einkäufe eine schwache Saison und wird nur Achter, aber Ernst gewinnt die Torjägerkanone und widmet den Titel tatsächlich seinem Athletiktrainer Dennis Morschel. Außerdem führt er seine Mannschaft zum DFB-Pokalsieg im Finale gegen Frankfurt. Das ist sein zweiter Titel und dieses Mal mit der Binde am Arm. Im Jahr 2030 stand dann auch das nächste Highlight für Ernst an. Thomas Tuchel nominiert ihn selbstverständlich für die Weltmeisterschaft. Die Gruppe überstand Deutschland, Bohne wurde aber nur als Einwechselspieler eingesetzt. Dann das 16. Finale gegen Holland und Ernst startet. Aber nicht nur das, er trifft nach 13 Minuten zum 1:0 und macht damit sein erstes WM-Tor. Am Ende gewinnt Deutschland das Spiel mit 3:1. In der Folge übersteht die Mannschaft die Duelle gegen Ghana und Spanien knapp, bevor dann im Halbfinale gegen Portugal Ende ist. Das Spiel um Platz 3 gegen Uruguay verlieren sie dann auch noch und am Ende steht ein 4. Platz, der sich unbefriedigend anfühlt und vor allem logischerweise für Ernst, der natürlich immer jedes Spiel gewinnen will. Und wenn wir jetzt auf die derzeitige Fähigkeit schauen, wird klar, Ernst Bohne wird sein Potenzial wahrscheinlich erreichen. Mit 22 Jahren ist er nach Musiala und Ouedraogo der drittbeste Spieler der Liga. Ja, 22 Jahre alt, Nationalspieler, Captain des BVB, ganz Europa jagt Ernst Bohne. Nach einer weiteren richtig guten Hinrunde für den BVB mit 12 Scorern in 15 Spielen ist es dann soweit. Sebastian Hoeneß, mittlerweile Trainer bei Manchester City, legt 101 Millionen Euro auf den Tisch. Ein Angebot, das der BVB nicht ablehnen kann und Ernst wechselt in die Premier League. Er unterschreibt dort einen Vertrag über 18 Millionen Euro pro Jahr, spielt jetzt an der Seite von Superstars wie Haaland oder Pedri und ist damit im absoluten Fußball-Olymp angekommen. Und hier braucht er absolut keine Anlaufzeit. Sofort schießt er 10 Tore und hilft City damit zur Meisterschaft. Nächster Titel für Bohne und auch ein weiterer wäre drin gewesen, aber das Champions-League-Finale geht dramatisch im Elfmeterschießen gegen Kompanis Real Madrid verloren. Und Amadeus versauert weiter auf der Leverkusener Bank. Das Kapitel dort neigt sich dem Ende zu. Immerhin knackt er jetzt die 140er Fähigkeitsmarke, was aber nur ein schwacher Trost ist. Im Sommer 2032 folgt dann der nächste Meilenstein. Ernst Bohne erreicht tatsächlich sein Potenzial von 200. Absolute Weltklasse, nie war ein Spieler besser. Er ist zu einem 1,89 Meter großen Physismonster gereift, brutal schnell, eiskalt mit beiden Füßen, kopfballstark und dazu natürlich die Mentalität. Quasi der deutsche Haaland, aber noch viel besser. Und die Europameisterschaft 2032 soll jetzt auch der Moment sein, in dem Ernst dann auch mit der Nationalmannschaft unter dem neuen Trainer Thomas Letsch seinen ersten Titel feiert. Und er legt stark los, schlägt Nordirland und Irland quasi im Alleingang mit seinen Toren. Das Achtelfinale gegen Kroatien gewinnt Deutschland mit 3:1, Slowenien wird auch geschlagen. Dann Dänemark im Halbfinale, 1:0 Sieg und Deutschland steht im Finale. Aber Ernst hat sich leider verletzt, das heißt, er fehlt. Für ihn spielt Maxi Bayer, trifft doppelt, aber das reicht nicht. Spanien gewinnt und Deutschland ist nur Zweiter. Und alle sind sich sicher, hätte Ernst Bohne gespielt, wäre Deutschland hier Europameister geworden. Ein kurzer Schwenk zu Amadeus. Von Titeln ist er ziemlich weit entfernt. Er ist noch immer bei einer derzeitigen Fähigkeit von 140 und über den Fußballer Amadeus Bohne redet mittlerweile kaum noch jemand. Wobei, wahrscheinlich wird er sich mit Auftritten in Livestreams der Border League oder vielleicht sogar irgendwie im Dschungelcamp oder sowas ins Gespräch bringen. In den nächsten Jahren sammelt Ernst mit Manchester City weitere Trophäen. Meisterschaften, Pokalsiege und er zementiert seinen Status als Superstar. Und Amadeus versucht bei RB Leipzig einen neuen Start. Er wurde tatsächlich nochmal für 18 Millionen Euro transferiert, blieb da aber auch nur Ergänzungsspieler. Das Jahr 2034 ist dann auch das Jahr von Ernst Bohnes Krönung. Vor Superstars wie Mbappé und Bellingham gewinnt er tatsächlich den Ballon d'Or und ist damit auch offiziell der beste Fußballer der Welt. Ballon d'Or-Sieger, aber noch lange nicht satt.
Ernst will bei der WM 2034 in Südkorea endlich den großen Titel holen. Als Kapitän führt er die deutsche Mannschaft unter Bundestrainer Sandro Wagner an. Nach souveräner Gruppenphase und knappen K.O.-Siegen wartet im Finale die Revanche gegen Spanien. Und diesmal packt Deutschland es. Genau 20 Jahre nach dem letzten deutschen WM-Titel trifft Bone selbst beim Sieg und wird damit auch zur deutschen Fußballlegende. Er ist 26 Jahre alt, Weltmeister und Ballon d'Or-Sieger. Mehr geht eigentlich nicht. Amadeus' Weg führt dessen weiter bergab. Der Bruder der Fußballlegende Ernst Bone wird auch in Leipzig nicht glücklich. Es folgt eine Leihe nach Valencia und siehe da, das warme Wetter scheint ihm zu gefallen. Er zeigt nochmal allen, was für ein unfassbares Talent eigentlich in ihm steckte und erzielt 16 Tore in Spaniens höchster Klasse. Das war eine letzte Erinnerung an das, was eigentlich mal möglich gewesen wäre. Aber das Formhoch hält nicht an. Nach einer weiteren Saison wird er in die zweite Mannschaft von Valencia abgeschoben, dann wechselt er ablösefrei zu den gerade in die Bundesliga aufgestiegenen Rostockern. Hier macht er aber nur einen einzigen Kurzeinsatz und mit 32 Jahren hängt Amadeus Bone die Fußballschuhe an den Nagel, leise, vergessen und weit abseits des Rampenlichts. Ernst gewinnt währenddessen weiter Titel. Mit City holt er noch 6 Meisterschaften, diverse Pokalsiege und dann, endlich, krönt er sich im Jahr 2038 auch zum Champions-League-Sieger. Auch mit Deutschland reißt der Erfolg nicht ab. Die Nationalmannschaft verteidigt den WM-Titel und gewinnt dann auch noch die Europameisterschaft. In den späteren Jahren seiner Karriere wechselt er noch zu den Bayern, füllt sein Konto 2 Jahre lang in Saudi-Arabien und zeigt sein Können ein letztes Mal beim BVB, bevor er dann mit 40 Jahren seine Karriere beendet, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Tja, das Ergebnis unseres Videos ist wahrscheinlich keine Weltneuheit, aber es zeigt nochmal ziemlich eindrucksvoll, dass selbst das größte Talent nichts bringt, wenn man nicht den absoluten Willen hat, etwas draus zu machen. Danke fürs Zusehen. Schaut euch als nächstes gerne dieses Video an. Es ist sehr, sehr gut. Bis zum nächsten Mal.